Hi, hier ist Mr. Lagiol und heute freue ich mich, euch die Bilder zu zeigen von der Fotoaktion The Lagiol Way of Life im Sommer 2022. Es sind wirklich sehr schöne Bilder geworden, die wirklich die Leidenschaft unserer Zuschauer zeigen. Bis gleich! Bevor wir zu den Bildern kommen, erkläre ich noch mal ganz kurz die Vorgehensweise. Wir haben insgesamt 25 Bilder ausgesucht, jetzt hier von den eingesendeten Bildern, und die zeige ich euch gleich auch mit entsprechenden Nummern. Und alle Kunden von Original-Lagiol.de, also solche, die mindestens einmal bei Original-Lagiol.de etwas gekauft haben und somit auch in unserer Datenbank sind, all diese Kunden können die Bilder bewerten mit Sternen von 1 bis 5. Das heißt also, nachdem du das Video angeguckt hast mit allen Bildern, kannst du uns eine E-Mail schicken an info@original-lagiol.de und da sagst du zum Beispiel, das Bild Nummer 7 hat 3 Sterne, das Bild Nummer 8 hat 5 Sterne und das Bild Nummer 24 1 Stern. Also so, wie du möchtest. Du kannst natürlich auch mehrere Bilder bewerten, nicht nur 1. Du kannst also maximal 5 bewerten mit 1 bis 5 Sterne. Musst du aber nicht. Du kannst auch nur ein Bild bewerten, so wie du das für richtig hältst und wie es dir gefällt. Und ich finde, bei diesen Bildern soll es ja vor allem auch um die Leidenschaft gehen, derjenigen, die diese Messer benutzen, die Lagiol-Messer benutzen, und mit diesen Bildern soll einfach diese Leidenschaft transportiert werden, so dass man diese auch mit anderen Zuschauern teilt. Und am Ende der Zeit, du hast ja so 2 Wochen Zeit, nachdem dieses Video erschienen ist, kannst du praktisch 2 Wochen lang dir das Video angucken, dann uns die Bewertung schicken. Nach 2 Wochen ist dann Schluss. In dieser Zeit schicken wir diese Bilder auch zu einigen Schmieden und bitten diese natürlich, dass die auch die Bilder bewerten. Und am Ende mache ich dann auch noch mal ein zweites Video. Und in diesem Video zeige ich dann einmal eure Bewertungen, also wie jedes einzelne Bild bewertet wurde, wie viele Gesamt- oder Durchschnitts Sterneanzahl jedes Bild hat. Dann zeige ich ja den Gewinner, welche, ich sage die ersten 3 Bilder, die die meisten Sterne hatten. Und dann zeige ich auch noch die Bewertung der Schmieden. Das heißt, ich zeige auch, welche Schmiede welches Bild mit wie viele Sterne bewertet hat. Das finde ich auch immer sehr interessant, gerade als Vergleich zu den Bewertungen der Kunden. Ja, finde ich total spannend sowas. Und dann zeige ich auch noch mal als letztes die Gesamtbewertung, wo ich praktisch die Bewertung der Kunden und die Bewertung der Schmieden zusammen tue und den Durchschnitt damit errechne. Der Gewinner hat natürlich die meisten Sterne, das ist ja klar. Manchmal hatten wir auch schon mal in der Vergangenheit, dass es ja 2 oder 3 Bilder die gleiche Sternanzahl hatten, weil wir berechnen ja nicht nach der bis zu den x-ten Kommastelle, sondern nur eine Nachkommastelle. Und der Gewinner ist einfach nur der Gewinner der Herzen. Denn bei dieser Aktion geht es ja gar nicht darum, dass der Gewinner etwas bekommt. Wir haben ganz viele Aktionen, wo man auch bis zu 150 € zum Beispiel Gutschein bekommt oder 40% Rabatt hat auf manche Produkte. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Aktionen und Rabattmöglichkeiten. Die findest du alle auf der Seite Lagiothek. Aber bei dieser Aktion, da soll es nicht darum gehen. Da soll es einfach nur darum gehen, dass du deine Leidenschaft mittels unseren YouTube-Kanals an die anderen Zuschauer transportierst. Und diese Aktion haben wir 2-mal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Winter, so dass man auch die Motive vielleicht mal entsprechend ein bisschen sommerlich oder ein bisschen winterlich gestalten kann. Das haben manche Kunden auch schon oder manche Zuschauer schon gemacht in der Vergangenheit. Und ja, deswegen freue ich mich ja auch jetzt, diese Aktion wieder durch dieses Video ein bisschen zu bewerben. So, kommen wir jetzt zu den wunderbaren Bildern unserer Zuschauer. Bild Nummer 1 haben wir
ein Taschenmesser von Laguiole du Bari mit Mammutbackenzahn. Aber das Besondere ist, und das ist bei den ersten dreien der Fall, dass wir hier eine Skulptur haben aus einem Mammutbaum. Und dazu passt natürlich das Mammut-Backenzahnmesser hervorragend dazu. Und deswegen habe ich hier einmal 2 Bilder und einmal ein Video von dem gleichen Zuschauer hier präsentiert. Auch vor allem, weil diese Skulptur aus Redwood Wavona Maser, das klingt natürlich sehr interessant, dass das hier wirklich so phänomenal schön aussieht. Von allen Seiten ist es so wahnsinnig optisch toll, dass ich alle 3 zeige und hier mit aufgenommen habe. Und ich finde, das passt einfach hervorragend zu dem Taschenmesser dazu. Ganz toll. Super, super tolle Skulptur, was er hier gemacht hat. Das Bild Nummer 4. Der Kunde schreibt, dass er das beim Wandern im Schwarzwald gemacht hat, bei einer Pause an einem Gebirgsbach. Ich finde es sehr schön, wenn man das Messer immer bei sich hat natürlich und auch in solchen Situationen, wenn man sich vielleicht ein bisschen entspannt und ein bisschen eine schöne Zeit hat, genießt und sein Messer nochmal herausholt und vielleicht auch noch an diese Aktion The Laguiole Way of Life denkt und auch dann schnell ein Schnäppchen macht, nicht ein Schnäppchen, ein Foto macht und dann für später zum Einsenden, wenn die Aktion wieder stattfindet, denn sie wird da wieder stattfinden. Wir bekommen ja ganz viele Einsendungen von euch, freue ich mich ja schon immer darüber. Deswegen, immer wenn du mal irgendwas machst mit deinem Messer, denk immer dran, mal zwischendurch ein schönes Foto zu machen. Das weitere Bild, schreibt der Kunde, entstand beim Restaurantbesuch und man kann also, ich lese vor, was er schreibt, man kann also sagen, ob in der Natur, ob der Stadt, ein Laguiole ist immer dabei. Das Bild Nummer 6, das ist eine Komposition, könnte man fast schon sagen, vermutlich im Wohnzimmer. Da hat er sein Messer wunderbar hingestellt und auch als Teil der Dekoration des Wohnzimmers. Finde ich sehr, sehr interessant, dass man praktisch immer das Messer im Auge hat. Das Bild Nummer 7 ist wieder im Restaurant. Das finde ich immer total schön, dass man das wirklich mitnimmt und dort auch entsprechend sein Steak schneidet. Die nächsten Bilder 8 und 9, da zeigt ein Kunde einfach seine wunderbare Kollektion. Wahnsinnig, was er da schon gesammelt hat und ganz erstaunlich finde ich hier, wie akkurat und schön er die entsprechend ordnet und präsentiert und hat sicherlich immer seine Freude dabei. Ganz toll finde ich auch, dass er so viele unterschiedliche Materialien hat, so dass allein schon das Foto zu betrachten eine richtige wahnsinnige Farbenpracht darstellt. Natürlich zusätzlich verschiedene Bienen, verschiedene, wie man sieht, auch verschiedene Dicken und Guillochagen, also wow, das ist ja schon mehr Messer als viele Geschäfte, Einzelhandelsgeschäfte überhaupt lagernd haben. Das finde ich ja total schön. Also der hat wirklich sicherlich seine reinste Freude damit. Bild Nummer 10 ist ja einfach bei einem Brotzeit, würde ich sagen. Und da schneidet er auch schön seinen Käse und Wurst. Und wie man sieht, hat er auch richtig schön alles platziert. Also finde ich total schön, dass man auch sich ein bisschen Mühe gibt, ein bisschen das Ganze als Kunst zu sehen und nicht nur einfach so in sich hineinzustopfen, sondern wirklich das Ganze als, also ein bisschen zelebriert das ganze Essen und nicht nur einfach als Magenfüllung sieht. Und gerade mit einem Laguiole passiert das fast schon automatisch, möchte ich mal sagen. Bild Nummer 11, auch eine schöne Komposition, gemeinsam mit anderen Gegenständen, wie zum Beispiel eine Pfeife, was der Kunde ja auch so, auch hier zum Beispiel als Kunstgegenstand hat. Man sieht ja auch dieses Material, aus dem die Pfeife gemacht wurde. Das scheint einfach wirklich ein Genießer zu sein. Genauso wie das Bild Nummer 12. Auch hier eine wunderschöne Komposition, wo alles in sich stimmig ist. Beim Bild Nummer 13 schreibt der Kunde wieder, dass eine Messer im Wald ist von der Schmiede du Bari mit einem Griff aus grau eingefärbten Giraffenknochen.
Und das nächste Bild ist auch von dem gleichen Kunde. Und da schreibt er, das andere Messer beim Picknick im Park ist von Claude Dosson mit einer wunderschönen Damasklinge und der Griff aus Amulett und blauem Kunstharz. Also auch hier beim Picknick, ne, wie sieht man ja schon, wie schön akkurat alles ist. Also wirklich ganz, ganz toll. Bei Bild Nummer 15, da ist auch wieder ein sehr schönes Taschenmesser. Und im Hintergrund so ein Bergkristall, auch mit einem schönen Vogel. Sieht auch aus, wenn es aus Kristallstücke oder Glas besteht. Also ganz interessant, diese Komposition. Genauso auch das nächste Bild, ebenfalls auf einem Kristall mit dieser Klingen aus Damast. Das passt einfach ganz phänomenal dazu. Das untere Messer ist aus Meteorit. Und ja, das passt natürlich auch zu diesem uralten Kristall. Finde ich ganz, ganz interessant, diese Komposition. Das Bild Nummer 17, das ist so ein bisschen romantisch, so eine romantische Atmosphäre mit Kerze. Und da macht er auch natürlich wahrscheinlich ja, im Herbst oder Frühjahr ein bisschen seine Brotzeit mit dem Messer. Bild Nummer 18, da hat er auch schon sein Steak klein geschnitten, wahrscheinlich für die Gäste. Finde ich ganz wunderbar. Und dann damit, also das ist wirklich der Trend, dass man immer mehr die Laguiole Taschenmesser benutzt. Nicht nur jetzt wirklich zu schnitzen oder im Wohnzimmer zur Dekoration, sondern auch wirklich zu benutzen. Auch das Bild Nummer 19. Mit einem schönen Kristall. Also kann man schon mal sehen, dass unsere Zuschauer wirklich schon einen ziemlich guten Geschmack haben. Und jetzt bei Bild Nummer 20 und 22, total interessant finde ich, wie der Kunde hier mit dem Messer seine Wurst, seine Butterbrot, egal was drauf ist, wirklich wunderschön schneidet, manchmal schon fast perfekt dreieckig oder quadratisch. Also da sieht schon da wirklich eine wahnsinnige Freude beim Benutzen des Messers, allein wenn man schon diese Komposition sieht, was er da damit alles anstellt. Bild Nummer 22 ist ein ganz interessanter Griff von David d'Auvilliers, das Messer, sehr, sehr schön, auch ebenfalls dekoriert mit diesem kleinen süßen Schränkchen, also ganz toll gemacht. Das Bild Nummer 23 scheint am Strand zu sein, im Hintergrund sieht man ja so ein bisschen das Sand oder diese, ja, wahrscheinlich ist ein Tisch am Strand, finde ich ganz interessant. Diese Restaurants, die es da immer wieder gibt, je nachdem, oder Italien oder in Spanien, die ganz nah am Strand sind, sodass man gleichzeitig das Wasser genießen kann, als auch entsprechend ja, die Atmosphäre beim Essen. Das vorletzte Bild, Nummer 24, das ist auch eine interessante Komposition mit ganz außergewöhnlichen und alten Taschenmesser, könnten auch aus der Erbmasse stammen. Und das letzte Bild, das Nummer 25, da schreibt der Kunde, das beigefügte Foto wurde in Südfrankreich, in Montserrat aufgenommen, wartend auf das Steak, das nebenan auf einem Grill lag. Und das Messer sieht heute noch aus wie am ersten Tag mein ständiger Begleiter. Der Ort Montserrat liegt übrigens mitten in der Region Okzitanien. Das ist genauso wie auch dieser okzitanische Kreuz, was der Kunde dort auf Stadt die Biene auf seinem Messer hat. Und man sieht ja schon, wie er schreibt, wie stolz er auf diesem Messer ist. Das freut mich, dass er diese Freude mit uns geteilt hat und dann auch wiederum mit dir als Zuschauer. So, ich hoffe, die Bilder haben dir gefallen. Würde mich freuen, wenn du in den nächsten 2 Wochen nach dem Erscheinen dieses Videos die Bilder bewertest. Schick einfach eine E-Mail an info@original-laguiole.de und denk immer dran, wenn du Laguiole benutzt, mach einfach ein schönes Bild mit deinem Handy, damit du es für die nächste Aktion schon bereits parat hast. Die nächste Aktion ist dann im Dezember. Und bis Januar geht die Aktion 2022 bis 2023. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Vielen Dank für deine Bewertung im Voraus. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Laguiole.